Frischer Gänsebraten auf Apfelrotkohl mit Serviettenknödeln und knuspriger Gans. Und das Ganze ganz einfach zeige ich euch. Oh, du schöne Weihnachtsgans, du hast so hübsche Beine. Da ist sie. Und wie kriegen wir aus diesem blassen Monster jetzt einen knusprigen Gänsebraten? Ich verrate es euch. Das allererste, was wir machen müssen, Carmen, komm mal ein bisschen näher. Wir wollen mal der Gans hier zu Leibe rücken. Schaut mal hier, da haben wir hier diesen hier, die Spannweite. Alter Schwede. Ist das eine Gans oder ist das ein Kondor? Keine Ahnung. Das müssen wir jetzt ein bisschen einkürzen, weil ich stell dir mal vor, es ist Weihnachten und du hast das Tier hier auf dem Brett. Das geht nicht. Also weg damit. Dafür habe ich mein kleines Lieblingsmesser. Da machen wir jetzt hier einen gewaltigen Schlag. Achtung, Carmen, nicht erschrecken. Zack, weg ist er. Flügel Nummer 1 und das auf der anderen Seite genauso. Zack, weg ist er. Dann haben wir hier den Bürzel. Der Mensch, der sich gut mit Vögeln auskennt. Ausrufezeichen. Der weiß, dass hier hinten im Bürzel die ganzen Fettdrüsen drin sind. Die Fettdrüsen braucht das Tier, um die Flügel wasserfest zu halten. Hier drinnen sind Dinge, die mag ich nicht im Essen haben. Der kommt weg. Keine Soße, kein Fond, nichts. Der kommt in Müll. Was wir jetzt haben, ist eine gewaschene Weihnachtsgans. Von innen, von allen Innereien befreit. Sauber gewaschen. Wir haben den Hals abgeschnitten. Wir haben die Flügelknochen abgeschnitten. Aus der machen wir Soße. Wie machen wir aus diesen Knochen Soße? Das haben wir da jetzt eingeblendet. Ich gebe zu, in dem Rezept ist eine Schweineknochensoße. Aber ihr könnt genauso die Geflügelknochen von der Gans nehmen, dann habt ihr eine Gänsesoße. Macht es genauso wie dort beschrieben und ihr habt die genialste Soße der Welt. Und jetzt wird es tragisch. Jeder, wirklich jeder erwartet, dass dieser Vogel da hineinkommt, in meinem Backofen. Wir wollen ihn ja knusprig haben. Und weil wir ihn knusprig haben wollen und vor allen Dingen saftig, ich habe hier einen großen Topf mit Wasser aufgestellt. Jawohl, mit Wasser, mit gesalzenem Wasser. Und dann nehmen wir jetzt Tante Else hier, den Vogel, und der kommt da jetzt einfach hinein, in dieses Wasser. Carmen, schau mal, wir baden eine Gans. Und was wir jetzt noch haben, Carmen, schau mal eben hier rein, Äpfel und Zwiebel mit Kerngehäuse. Ich habe die Äpfel einfach nur gewaschen mit Kerngehäuse. Vollkommen egal, weil die sollen uns jetzt Geschmack geben. Und das geben wir jetzt hier einfach mit rein. So, Carmen, bist du da? Hallo. Das, ihr glaubt es nicht, wird eine knusprige Weihnachtsgans. Und zwar sowas von saftig. Wir kochen sie jetzt eine Dreiviertelstunde vor und dann geht's weiter. Die Gans hat jetzt eine Stunde gegart, ohne dass sie trocken werden konnte. Weil sie schwimmt ja praktisch im eigenen Saft. Wird gewürzt von den Zwiebeln, von den Äpfeln, kriegt sie Geschmack. Salz ist dran. Wir holen sie jetzt raus. So, da ist er. Das ist ein Brocken, wa? Und vor allen Dingen, sie ist noch nicht wirklich kleiner geworden. Und die geben wir jetzt hier einfach auf so ein Gitter drauf. Sieht aus wie eine Wasserleiche. Vollkommen klar. Aber gebt mir noch eine Dreiviertelstunde und ihr werdet begeistert sein. Ich mache jetzt hier frisch gemahlenen Pfeffer oben drauf. Der Vogel, solange er noch heiß ist, jetzt ab in den Ofen, ungefähr 45 Minuten und dann schauen wir noch mal rein. Wer genau hinschaut, der sieht, dass sie da schon am Tropfen ist. Sie ist erst genau 10 Minuten im Ofen bei 180 Grad. Sie braucht noch weitere 35 Minuten und man sieht jetzt schon, dass sie Farbe bekommt. Und man sieht, wie saftig sie ist. So sieht unser Prachtvogel jetzt nach genau 30 Minuten aus. Ist das nicht unglaublich, wie der sich verändert? Die letzten 10 Sekunden Countdown und dann ist unsere Gans fertig. Da ist er. Und jeden Moment piepst der Ofen. Sieht die lecker aus oder sieht die lecker aus? So, da ist er schon. Unsere Weihnachtsgans. So, schaut mal hier. Carmen, film noch mal so richtig drauf. Und wie sie dampft. Jetzt mal eben ganz leise. Ist das knusprig? Oder ist das knusprig? Oh, wie sie duftet.
Und an dieser Stelle habt ihr ein Problem. Diesen Vogel jetzt zu euren Gästen zu bringen, die werden alle sagen, ja, wie geil ist das denn? Und alle freuen sich und dann steht ihr da und müsst das Ding trangieren. Wir machen das anders. Dazu lassen wir sie nämlich erst einmal kalt werden. Ja, kalt werden. Weil, wenn sie kalt ist, können wir sie anpacken. Handschuhe, nicht ganz unwichtig. Wir legen sie also erst einmal richtig rum hin. Das heißt, die Keulen nach oben hier deutlich die Brust zu erkennen. Und jetzt nehmen wir ein schönes, scharfes Messer und schneiden praktisch diese Gans jetzt einfach mal in der Mitte durch. Wir brechen sie jetzt einfach so auf. Das heißt, wir gehen hier an diesem Knochengerüst einmal vorbei und brechen die ganze Gans auf. So. Carmen, schau mal genau herein. Hier haben wir jetzt diese ganzen kleinen Rippen hier. Die nehmen wir jetzt einfach heraus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das ist, solange sie heiß ist. Alles, was ihr jetzt an Knochen spürt, und schaut mir, wie saftig sie ist. Alles das nehmen wir jetzt heraus. Da soll jetzt nichts drinne bleiben. Hier oben ganz deutlich hier, das ist das Brustbein. Ne? Hier, ganz hart. Das nehmen wir jetzt alles heraus. Alles, was uns nicht gefällt, kommt jetzt hier weg. Was wir jetzt hier noch haben, hier ist noch die andere Hälfte des Brustbeins und hier ist praktisch dieser Y-Knochen. Den drehen wir jetzt hier aus dem Gelenk heraus. Schaut mal, da ist das Gelenk. Was wir jetzt haben, wir haben eine halbe Gans, kalt, und wir haben nur noch 2 Knochen. Das ist einmal dieser Oberschenkelknochen oder der untere Knochen und hier sitzt der Oberschenkelknochen drin und das ist natürlich der Flügelknochen. Genau das gleiche machen wir jetzt mit der zweiten Hälfte. Ich werde jetzt die Brust, die hier liegt, von der Keule nochmal trennen. Und auch das ist total einfach. Wir nehmen jetzt hier diesen Flügelknochen, den biege ich jetzt ein bisschen hoch und drehe jetzt praktisch die Keule an diesem Flügel vorbei. Also noch einmal. Knochen hochheben und die Keule an diesem Knochen vorbei. Jetzt nehme ich mein Messer und schneide praktisch jetzt hier einmal durch. Schaut mal. Und jetzt haben wir hier bestes Keulenfleisch und wir haben hier die Brust. Ich zeige das Ganze noch einmal. Hier wieder den Knochen einmal rüberlegen, die Haut öffnen. Schaut mal, dann haben wir hier diese Riesenkeule. Schaut mal, knusprig, saftig. Die legen wir in unser Backblech hinein und hier nochmal unsere Brust. Carmen, ich komme dir mal ein bisschen näher. Wir haben ganz deutlich hier 2 Keulen und wir haben 2 Brüste. Das Ganze ist jetzt verzehrfertig, aber es ist kalt. Was jetzt wichtig ist, wenn eure Gäste am Heiligabend oder am 1. oder 2. Weihnachtstag sich jetzt auf Gans freuen, dann macht ihr Folgendes, ihr werdet ja sicherlich irgendwie eine kleine Vorspeise oder eine Suppe haben. In dieser Zeit schiebt ihr diese Keulen und diese Brüste gleichzeitig in euren Backofen hinein. Und zwar nur bei 120 Grad. Das Ganze lasst ihr langsam warm werden. Dann dreht ihr den Ofen hoch auf ungefähr 180 Grad und lasst es so 5 bis 10 Minuten richtig schön knusprig werden und das geht rucki zucki. Schau mal. Carmen, film da mal eben hin, genau an die Stelle. Seht ihr, wie das da brutzelt? Kann man das erkennen? Die ist heiß, die ist knusprig. Geh ruhig voraus, ich will dir gerne folgen. Los, geh. Soll ja jetzt nicht kalt werden. Ich habe schon so ein bisschen Semmelknödel, habe ich eingeblendet. Und warmen Rotkohl habe ich schon vorbereitet. Das Ganze muss natürlich jetzt schnell gehen. Was wir jetzt machen, wir trangieren die Gänsebrust immer nur in 3 Teile. Und schaut mal rein, wie saftig die da ist. Und knusprig. Hört man das, wie knusprig sie ist? Bei der Keule mache ich das immer so. Man darf jetzt eins nicht vergessen. Hier läuft jetzt der Oberschenkelknochen, hier kommt der Unterschenkelknochen und hier im Gelenk treffen die sich. Was ich jetzt mache, ich denke mir, hier ist das Kniegelenk, ich setze mein Messer jetzt so auf und da jetzt einfach einmal in der Mitte durch. Habt ihr gesehen? Dann haben wir hier den Oberschenkel, den richten wir hier an und dieses Stückchen von der Gänsekeule schneide ich noch einmal durch. Das wird jetzt hier so drauf angerichtet. Lecker. Schaut mal. Gänsebraten. Und wie schnell ging das jetzt mit dem Anrichten? Liebe Leute, ich bin der Kalle. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Frohe Weihnachten. Ich hab euch lieb und lasst euch was Schönes schenken.